Ja, guten Tag. Herzlich willkommen bei Synthgeplauder, dem Kanal für Synthesizer-Enthusiasten und elektronische Musik in Deutschland. Ja, wie versprochen, soll es heute um den Tieracon 6V Synthesizer gehen. Der Tieracon 6V war der erste und einzige polyphone Synthesizer, der in der DDR gebaut wurde, und zwar vom VEB Automatisierungsanlagen Cottbus im VEB Kombinat Automatisierungsanlagenbau im Rahmen der Konsumgüterproduktion in der DDR. Ich habe das Original-Handbuch tatsächlich noch dazu. Sind also auch ganz wunderbare Bilder drin von dem Herrn, der hier mit sehr ernster Miene den Synthesizer bedient. Dann natürlich auch Beschreibung der ganzen Regler. Und es durfte damals nicht fehlen auch die entsprechende Dame, die das Gerät bewirbt. Ja, so war das damals. Der Tieracon ist eine Mischung aus Juno 106 und Korg Poly 800. Wenn man sich die zwei Frontplatten mal anschaut, zwischen dem Korg Poly 800 und dem Tieracon 6V, dann werden einem da gewisse Ähnlichkeiten auffallen. Der große Unterschied allerdings zwischen dem Poly 800 und diesem Gerät hier ist, dass der Poly 800 komplett digital war. Das heißt, er hatte DCOs, Digitally Controlled Oscillators. Der hier hat tatsächlich analoge VCOs. Und ich finde, das hört man auch. Der hat natürlich diesen analogen, warmen Sound. Ich hatte einen Poly 800, das war tatsächlich mein erster Poly-Synthesizer. Und ich war dann irgendwie ganz enttäuscht, dass der eben nicht so warm und voll klang wie jetzt ein Oberheim, der natürlich völlig außerhalb meiner Preisklasse lag. Oder ein Jupiter 8, der auch jenseits von Gut und Böse war. Aber apropos jenseits von Gut und Böse, dieses gute Stück hier hat damals ca. 4.300 Ostmark gekostet, war also für den normalen Musiker auch überhaupt nicht erschwinglich. Zum Vergleich, ein Arbeiter hat damals im Jahr 87, 88 1.100 Ostmark verdient. Das waren also mal ganz geschmeidige 4 Monatslöhne, die man für den Tieracon hinlegen hätte müssen. Ja, was kann das gute Stück, außer natürlich ganz toll klingen. Lasst uns einfach den Synthesizer mal anschauen und gucken, was er alles kann. Also als erstes fällt auf, dass man die Parameter eben genauso wie beim Poly 800 nicht über Schieberegler und Schalter regeln konnte, sondern man musste tatsächlich entsprechenden Parameter auswählen. Zum Beispiel hier Parameter 11 für High, Mittel und Low, um praktisch die generelle Stimmung mal einzustellen. Das mache ich hier mal. Parameter 11. Als Beispiel. Ja, also musste man eben jeden Parameter über diese Up-Down-Value-Taster entsprechend einstellen. Was hat er noch? Er hat einen, wie gesagt, VCO mit Sägezahn, 4 Fuß. Er hat einen 4 Fuß pulsbreiten modulierbaren Rechteck
Und er hat zusätzlich noch 8 und 16 Fuß zuschaltbare Rechtecke. Also man kann sagen, ein Suboszillator und noch einen drunter. Das Interessante, und das ist auch der Unterschied zum Poly 800, ist, dass bei diesem Synthesizer man die Wellenform mischen konnte. Ich mache das mal eben. Also ich wähle in dem Fall jetzt hier Parameter 1, 2 an. Das ist der Sägezahn. Schalte den mal ein. Im Moment haben wir nur Rechteck. Jetzt kommt ein Sägezahn dazu. Und dann schalten wir mal das Rechteck aus. Man hört den Unterschied, es ist eben die Pulsbreitenmodulation weg. Genau, also das zum VCO, ganz tolle Geschichte. Dann hatte er die Möglichkeit, dass man ihn über den Envelope Generator entsprechend modulieren konnte. Auch das war nicht unbedingt selbstverständlich in der damaligen Zeit. Und es gibt natürlich einen Master Tune, mit dem man das Gerät dann entsprechend auf 440 Hertz stimmen kann. Noise hat er auch. Man kann den Output-Level pro Sound abspeichern, auch was nicht unbedingt selbstverständlich war. Und es gibt sage und schreibe 3 LFOs. Es gibt ein LFO, um das VCO zu modulieren. Da steht zur Verfügung ein Random, ein Dreieck, ein umgekehrter Sägezahn und ein Sägezahn. Hat sogar ein LFO-Delay und man kann die Intensität einstellen. Das kann man entweder hier drüber machen, über das Panel. Ich mache das mal. Parameter 3, 4 ist es dann entsprechend. Oder aber man kann es hier über den Joystick machen, den hat er nämlich auch. Und sowohl das Bedienkonzept als auch der Bereich Joystick ist ganz klar vom Poly 800 entsprechend inspiriert, wie man heute sagen würde. Man kann hier aber zusätzlich auch noch die Bandrate einstellen und die Modulation Rate. Also man kann ihm sagen, wie hoch und tief der Pitch gehen soll. Man kann es runterdrehen. Kann es also nach eigenem Gutdünken und eigener Musikalität entsprechend programmieren. Ja, dann gibt es einen zweiten LFO, der ist nur für die Pulsweitenmodulation da. Und dann gibt es einen dritten LFO, der ist nur für den VCF da. Der für das VCF und für das VCO, die sind identisch aufgebaut. Also ich habe die Frequenz, ich habe Zufallsgenerator, Dreieck, umgekehrten Sägezahn, Sägezahn, auch ein Delay und eine Intensität. Die Pulsweitenmodulation, da kann ich nur die Frequenz einstellen und eben entsprechend die Intensität. Ja, und dann kommen wir zu den Envelope Generatoren, also ADSR, wobei ADSR hier falsch wäre, denn der Tyracon hat mehrstufige Hüllkurven. Er hat also zunächst immer eine Attack-Zeit, die nennt sich hier R1, die dann bis zu einem bestimmten Level L1 geht. Und dann gibt es eine zweite Rise-Zeit, die zu einem Level 2 geht. Und dann eine dritte Rise-Zeit, die zu einem Level 3 geht. Und dann schließlich das, was man als Release bezeichnen würde. Das ist dann R4. Damit wird dann die Ausklingzeit definiert. Also schon ziemlich ausgebufft an der Stelle. Dasselbe kann man machen mit dem Envelope Generator für den Low Pass. Also auch der hat genau dieselben Parameter. Es ist also auch eine mehrstufige Hüllkurve, mehrstufige Envelope. Dann kommen wir zum Low Pass Filter. Der hat klar Cut-Off, er hat Resonance, der kann auch zur Eigenschwingung gebracht werden. Er hat Keyboard Tracking.
Man kann ihn allerdings nicht musikalisch spielen, das sage ich gleich dazu. Also man kann ihn nicht, wie jetzt bei einem Moog zum Beispiel oder bei einem Prophet, musikalisch spielen, sondern der Pitch ist dann irgendwie immer fest. Und man kann natürlich die Envelope-Intensität einstellen. Ist nicht schlecht für ein Gerät aus der Zeit. Wir haben dann zusätzlich noch einen High-Pass-Filter, der auch einen Resonance-Regler hat. Und jetzt kommt's, Achtung, wir sprechen hier vom Jahr 1987. Es gibt auch MIDI. Und zwar einmal kann man einstellen Send und Receive, dann jeweils den Kanal dazu. Man kann sogar den Sequencer, zu dem komme ich gleich, den kann man auch entsprechend über MIDI synchronisieren. Und man kann ihm sagen, ob man Program Change empfangen möchte oder nicht. Ja, und dann gibt es natürlich den famosen Tape In- und Output. Denn die Programme wurden damals über Kassettenrekorder, am Tonband, was auch immer, konnte man die abspeichern, wie bei den Computern früher. Und man konnte sie auch wieder reinladen. Das musste ich tatsächlich machen, weil ich musste den Synthesizer ja restaurieren. Das heißt, ich habe alles abgeklemmt, Batterien abgeklemmt und somit waren natürlich die Programme weg. Man kann aber Gott sei Dank im Internet, und ich verlinke das dann alles unten, entsprechende Seiten finden, wo es die originale Serviceanleitung gibt, wo es die originale Bedienungsanleitung zum Download gibt und natürlich auch eben diese Soundbank als WAV. Genau, der Sequencer ist ganz speziell. Denn der erlaubt es tatsächlich jetzt nicht einfach Step-Sequenzen aufzunehmen, sondern eben auch Pausen. Also der misst tatsächlich, wie lang die Töne gehalten werden, wie lang die Pausen gehalten werden. Und das ist schon ganz cool, würde ich mal sagen. Das hatte damals auch nicht jeder Synthesizer. Das ist also ein richtig cooles Feature. Und wie funktioniert das? Man drückt Record, man drückt Erase. Und dann eben kann man Start-Stopp drücken, dann würde er praktisch loslaufen und schon mal Pausen zählen, bis man entsprechende Taste drückt. Oder man wählt Synth-Start an, dann wird tatsächlich erst dann mit dem Aufnehmen begonnen, wenn man entsprechend die erste Taste gedrückt hat. Das machen wir jetzt mal. Ja, dann drückt man Stopp und schon kann man das abspielen. Wie gesagt, impressive. Und man kann eine zweite Spur tatsächlich drüber aufnehmen und die restlichen dann verbliebenen Töne, wie gesagt, er hat ja 6 Voices, die kann man dann entsprechend verwenden, um drüber zu spielen. Also das funktioniert alles tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, was haben wir noch? Wir haben einmal natürlich die Poly-Sektion, also mit der schaltet man den Synthesizer einfach in einen polyphonen Modus. Dann gibt es eine Chordfunktion, mit der man dann entsprechend über die Hold-Funktion einen Chord aufnehmen kann. Der wird dann gehalten und jetzt kann man über die Chord-Funktion diesen Chord spielen. Auch ein wirklich cooles Feature. Der Synthesizer ist ja, wie ich es gesagt habe, analog. Das heißt also, er hat wirklich analoge VCOs, die übrigens komplett diskret aufgebaut worden sind. Was heißt diskret? Diskret heißt, dass man eben
normale, auf dem Markt verfügbare Bauteile verwendet hat und keine Spezial-ICs, wie sie jetzt zum Beispiel im Oberheim drin waren oder in einem Prophet drin waren, wo auf einem Baustein im Prinzip VCO, VCF, VCA drauf waren, sondern man hat das wirklich alles komplett diskret mit Standardkomponenten gebaut. Standardkomponente ist jetzt, es war ja die DDR und natürlich gab es da Embargos, natürlich gab es da bestimmte Bausteine nicht, aber die Leute waren schlau und die haben also tatsächlich auch ICs nachgebaut. Ich vermute mal, dass die aus russischer Produktion kamen. Das heißt also sogenannte CMOS-Bausteine, wie sie jetzt im Westen verfügbar waren für preiswert Geld. Das hatte man eben in der DDR nicht und im Osten. Also mussten sie die Sachen nachbauen. Die hatten dann auch andere Bezeichnungen. Gott sei Dank gibt es natürlich für das Gerät auch entsprechend Schaltpläne, wo man sich das dann überlegen kann, was das wohl wirklich für ein Baustein ist. Denn die Originalbausteine wird man nicht mehr finden, aber man findet eben entsprechend die Bausteine, die hier verfügbar sind, heute noch verfügbar sind, weil es wie gesagt Standardbausteine sind. Ob das jetzt analoge Schalter sind im CMOS-Format oder ob das entsprechende Gate-Bausteine sind, Digitalbausteine, die findet man natürlich auch hier. Da hat mir übrigens Google Gemini tatsächlich viel geholfen, denn ich kann da tatsächlich nachfragen, der und der Chip mit dem Namen, der damals in der DDR verbaut wurde, was gibt es da für eine Entsprechung in Chips, die es heute zur Verfügung gibt. Und das hat mir eigentlich immer die richtigen Antworten geliefert, ganz große Klasse. Dann hat der Synthesizer natürlich, muss er ja haben, eine digitale Sektion, basierend auf einem Z80-Prozessor mit 8 MHz Taktung. Ja, das war damals schon toll. Der übernimmt die Programmspeicherung, der hat das Betriebssystem drin, mit dem der Synthesizer betrieben wird, und er speichert natürlich entsprechend die Sounds ab. Wie funktioniert das? Man drückt hier Enable, dann erscheinen hier 2 Punkte, dann wählt man entsprechend den Programmspeicherplatz und drückt Write und schon ist der neue tolle Sound, den man sich gemacht hat, entsprechend abgespeichert. Ich habe ja erzählt, dass ich den Synthesizer restaurieren musste. Als ich ihn bekommen habe, hat er im Prinzip funktioniert. Aber eine Stimme war zum Beispiel tot, da kam nichts. Also habe ich den eben entsprechend auseinandergenommen. Das Ding wiegt übrigens 14 Kilo, ist extrem robust. Das ist hier alles Panzerstahl, würde ich mal sagen. Da ist kein Plastik dran oder wie man in der DDR sagte, Plaste, sondern es ist hier wirklich Vollholz, dickes Metall, also wirklich sehr, sehr robust die Maschine. Gleichzeitig aber sehr einfach wartbar und zerlegbar. Sind hier nur ein paar Schrauben, die macht man auf und dann kann man an das Innere des Synths kommen und da sind eben dann die Voice-Karten drin, 6 Stück an der Zahl und wie gesagt, eine war defekt und da hat sich interessanterweise ein Fehler herausgestellt, der in einem anderen YouTube-Video schon mal behandelt wurde. Es war tatsächlich ein Dual-Op-Amp, also Operationsverstärker LM13700 defekt. Und interessanterweise hat Mindburner, der Kanal Mindburner, auch schon mal einen Tieracon repariert und der gute Mann hatte genau denselben Fehler festgestellt. Da habe ich mir gedacht, na, bevor ich da jetzt groß rummesse, versuche ich das einfach mal. Und Tatsache, Baustein ausgetauscht und schon hat die Stimme wieder funktioniert. Ich habe dann sämtliche Elcos ausgetauscht in dem Gerät, denn Elektrolytkondensatoren, das ist das, was immer als erstes kaputt geht.
vor allen Dingen nach so vielen Jahren. Und wenn die mal auslaufen, dann wird es ganz blöd für die Platinen. Also habe ich das entsprechend auf allen Platinen ausgetauscht, sind überall neue Elcos drin, speziell auch im Netzteil. Ähm, ja, auch irgendwie eine Anekdote. Ähm, Das Netzteil hätte eigentlich ganz anders aussehen sollen, gemäß dem entsprechenden Bauplan. Ähm, die, das Netzteil hat entsprechendes Kühlblech, auf dem die Spannungsregler untergebracht sind. Und das scheint aber wohl zu warm gewesen zu sein. Und es ist relativ nah bei den VCOs. Das heißt, ich vermute, dass man dann festgestellt hat, huch, die Kiste verstimmt sich ständig, weil eben sich diese Kühlbleche aufheizen. Was hat man gemacht? Man hat dann diese Spannungsregler genommen, hat die von hier entfernt und hat die hier unten an der Tastatur, unter der Tastatur, an den großen Kühlkörper geschraubt. Und man merkt es, wenn man hier hinfasst, sogar obwohl es hier so ein großes Stahlgehäuse ist, wird es hier wirklich gut handwarm. Also sprich, das muss da drin ganz schön gebrutzelt haben. Und dementsprechend wird sich die Kiste immer verstimmt haben. Man sieht hier auch schon, dass eben das ein oder andere in der DDR entweder rar war oder gar nicht zur Verfügung stand. Kabel sind alle extrem kurz gehalten. Ich habe die hier teilweise sehr verlängert. Die Stecker sind auch eine Sache für sich. Offenbar waren vernünftige Stecker und Buchsen, um jetzt die einzelnen Boards miteinander zu verbinden, auch nicht verfügbar. Und dann hat man sich eben beholfen mit Lötstiften und entsprechenden Lötfahnen, die da drauf gesteckt werden. Und man hat das dann mit einem entsprechenden Kunststoffstecker ziemlich rudimentär, aber funktioniert saugut, entsprechend gelöst, dass man das A nicht falsch rum einstecken kann und B, dass es dann doch so möglich ist, den Synthesizer zu servicen, wenn man es denn muss, weil man die einzelnen Boards ganz einfach rausmachen kann. An dieser Stelle, wenn jemand von euch bei der Produktion oder dem Design vom Tieracon 6V beteiligt war damals, meldet euch bitte in den Kommentaren. Ich würde wahnsinnig gern mit euch ein Interview führen zu dem Hintergrund von dieser tollen Maschine. Denn es ist echt ein ganz wunderbarer Synthesizer und ich würde einfach gern mehr erfahren, wie es dazu kam, was es für Probleme beim Bau gab und derlei mehr. Also bitte, bitte, wenn ihr selbst daran gearbeitet habt oder ihr kennt jemand, der damals 1987 im VEB Automatisierungsanlagen Cottbus gearbeitet hat, dann bitte, bitte, bitte schreibt in die Kommentare. Ich würde mich wahnsinnig freuen, hier noch mehr Hintergründe zum Tieracon liefern zu können. Ja, wie gesagt, klingen tut er eher wie ein Juno, weil er eben analog ist. Was ihm fehlt, was sowohl der Korg Poly 800 als auch der Poly 6 und auch entsprechend der Juno hatte, ist ein Chorus. Er hat tatsächlich keinen eingebauten Chorus. Ich könnte mir vorstellen, dass die BBD-Chips, also die Bucket Brigade Chips, die man benötigte, um einen Chorus zu bauen, einfach in der DDR nicht verfügbar waren oder so wahnsinnig teuer waren, dass man sich das gar nicht getraut hat, das auch noch einzubauen. Denn wie gesagt, 4.000, fast 4.500 Ostmark für so eine Maschine, das war schon ein Wort. Und hätte man da noch einen Tausender drauflegen müssen für einen Chorus, dann hätten wahrscheinlich gar keiner mehr gekauft. Gebaut wurden übrigens 1000 Stück.
So, und jetzt habe ich Folgendes, nachdem kein Chorus eingebaut ist, habe ich mir hier diesen Behringer Chorus Symphony geholt. Und jetzt wollen wir doch mal hören, wie der Synth klingt, wenn er entsprechend über einen Chorus läuft. A few moments later. Kurze Umbaupause. Ich habe jetzt mal den Behringer Chorus Symphony angeschlossen, der ja eine Kopie von dem berühmten Boss-Chorus war oder ist. Den hat man ja damals auch liebevoll Kuhfladen genannt, weil sowohl die Farbe als auch die Form recht gewöhnungsbedürftig waren. Behringer hat sich Gott sei Dank hier ein viereckiges Metallkästchen genommen. Gut, sei es wie es will. Hier nochmal der Klang ganz normal, ohne Chorus. Und hier jetzt der Klang mit Chorus. Ja, hört man schon einen deutlichen Unterschied. Damit kann man die Kiste noch ein bisschen aufpeppen. Aber zum guten Schluss möchte ich euch jetzt noch ein paar von den klassischen Synthesizer-Sounds vorspielen, die hier drauf sind. Das sind die Werksprogramme, ich habe da nichts verändert. Hat übrigens 4 Bänke, A8 Sounds, also insgesamt 32 Speicherplätze. Das ist ganz ordentlich für die damalige Zeit. Und es geht halt von den, sag ich mal, klassischen Pianoartigen Dingen zu dem, was auch immer damals unter dem Motto Synthesizer lief. Auf Bank 3 sind also die Synthesizer-Sounds drauf, die man damals haben wollte. Das Ganze nochmal mit Chorus. Ja, 3, 2, die heißen alle Synth 1, 2, 3, 4, 5. Da gibt es also keine genaue Beschreibung, was es sein soll. Ich hatte vergessen zu erwähnen, 3 LFOs. Und hier gibt es auch 3 Leuchtdioden, die interessanterweise nicht beschriftet sind. An denen man eben sieht, wie schnell die 3 LFOs entsprechend pulsieren. Muss man sich halt merken, welche LED für welches LFO ist. Eher so eine Kirchenorgel mit ein bisschen Delay LFO. Schön. Das Ganze nochmal mit Chorus. Dann haben wir hier 34 oder auch Synth 4 genannt. Man hört, dass jetzt hier die Pulsweite manchmal so ein bisschen zu viel ist. Also auch da hat man ja offensichtlich auch gespart. Also es gibt einen Regler, um die generelle Pulsbreite für alle VCOs einzustellen. Jetzt sind die natürlich von den Bauteilen her nicht alle unbedingt 100% gleich. Und so passiert es eben dann, dass die eine Voice-Karte ziemlich genau ein Rechteck mit 50-50% hat und eine andere eben vielleicht mit 49 Duty Cycle oder 48 Duty Cycle. Und wenn man die dann Pulsweiten moduliert, dann passiert eben genau das, was man jetzt hört, dass manchmal der Ton so ein bisschen aussetzt.
aber man kann es ja entsprechend dann regulieren mit dem Parameter 36. Da kann man dann entsprechend das ein bisschen weniger machen und dann hört man, setzen die Töne auch nicht mehr aus. So ist es eigentlich ganz super. Dann speichern wir den direkt mal ab mit Enable, dann 34 und Write. Ja, dann gibt es den Sound 35, Synth 5 genannt. Auch wieder eher mehr so ein Piano. Mit Chorus. Dann 37, Synth 7. Also ein ganz schnelles Attack. Und Sound 38. Da hört man noch deutlicher das Attack. Und auch wieder ein Delay auf dem LFO. Also schon alles irgendwie ganz cool. Dann gibt es natürlich die Soundbank 48, die Soundbank 4, Entschuldigung. Da sind dann so Spezialeffekte drauf. Also eher was für die klassische Raumschiff Science-Fiction-Melodie. Man sieht hier jetzt übrigens auch, dass es ganz schön moduliert wird über entsprechenden LFO. Ja, ganz witzig gemacht. Und man hört auch hier das Auf und Ab, das ist jetzt entsprechend von eben dem Envelope Generator gemacht worden. Dann haben wir hier 4,7. Wer schon immer mal ein Gewitter wollte, kann hier ein Gewitter haben. Ich glaube 4,6 ist ein Regen. Nee, ist einfach nur ein Rauschen mit einem leichten Ton drunter. Ganz wilde Dinge, die hier passieren, vor allen Dingen, wenn man dann die Tasten loslässt. Da kommt hier nochmal das Rauschen hinterher. Ja, also, wie gesagt, ganz toller Synthesizer, hat eine wahnsinnig tolle Legacy und ich würde mich freuen, ich wiederhole es nochmal, wenn ihr jemanden kennt oder selbst an diesem Gerät mitdesignt habt, mitgebaut habt, damals im VEB Automatisierungsanlagen Cottbus, dann meldet euch bitte in den Kommentaren. Ich würde euch wahnsinnig gern interviewen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, dass ihr das nächste Mal nichts verpasst. Und bis dahin, bleibt sauber, macht Musik, wir sehen uns.